Hallo ihr Lieben, willkommen zu Klugscheißen mit Katja. Jetzt gerade in der Corona-Zeit sind wir sicher alle häufig am Fluchen. Scheiß Wetter, scheiß Situation, ist das alles scheiße? Und dabei merken die meisten wie immer nicht, dass scheiße gar kein Adjektiv ist. Erstmal, wieso ist das wichtig? Die ehrliche Antwort ist eigentlich gar nicht, außer dafür, dass man Scheiße eben beim Schreiben mit einem großen S schreibt und nicht mit einem kleinen, denn es ist eben ein Substantiv und kein Adjektiv. Abgesehen davon ist es zugegebenermaßen nicht besonders wichtig, aber deswegen heißt das Ganze hier Klugscheißen. Übrigens, ich werde aus offensichtlichen Gründen sehr viel in diesem Video fluchen. Bitte lasst mich in Ruhe, YouTube. Es ist für rein wissenschaftliche und bildungstechnische Zwecke, ich verspreche es. Das heißt, es gibt jetzt zwei Dinge zu erörtern. Erstens, warum denken wir überhaupt, dass Scheiße ein Adjektiv ist? Und zweitens, warum ist es trotzdem keins? Zur ersten Frage, warum denken wir überhaupt, dass es ein Adjektiv ist? Ich glaube, dieser Fehler ist sehr verständlich, denn es fühlt sich halt einfach an wie ein Adjektiv. Das kommt einerseits dadurch, dass wir ja sagen, das ist Scheiße. Und wir sagen jetzt zum Beispiel auch, das ist schön oder das ist einfach oder was auch immer. Und dadurch kommt dieser typische Satz, wie ist es, ins Spiel, wie ist es? Scheiße. Aber leider ist das ist Scheiße eben nicht die Antwort auf die Frage, wie ist das, sondern was ist das? Genauso wie das ist Mist die Antwort auf was ist das ist. Denn bei das ist Mist würde auch niemand auf die Idee kommen, Mist klein zu schreiben, also als Adjektiv anzusehen. Warum ist das also bei Scheiße anders? Naja, eine weitere Sache, die wir mit Scheiße machen, die wir vielleicht mit anderen Wörtern nicht so machen, ist, dass wenn wir etwas als Scheiße bezeichnen wollen, wir es gerne mal mit Scheiß verbinden. Also zum Beispiel, ich habe heute einen echten Scheißtag. Oder was ist das denn für ein Scheiß... Jetzt muss ich irgendwas finden, was nicht beleidigend ist. Scheißspiel. Was für ein Scheißspiel. Und das scheint erstmal anders zu sein als unsere typischen Nomenbildungen, wo wir oft, nicht immer, aber oft irgendwelche zusätzlichen Buchstaben einfügen und ganz, ganz, ganz selten Buchstaben abschneiden, so wie bei Scheiße. Denn wir sagen ja nicht Scheiße-Spiel, sondern Scheißspiel. Und wir sagen auch nicht Scheißhen-Spiel, sondern Scheißspiel. Allerdings sagen wir auch Scheißhaus und damit meinen wir nicht ein Haus, das scheiße ist, sondern wir meinen damit einen Lokus, also ein ausgelagertes Klo. Wir sehen also an Scheißhaus genauso wie am Wort Scheißdreck, dass das einfach die Art ist, wie Scheiße Komposita formt. Das heißt, auch das ist kein Argument dafür, dass es ein Adjektiv ist. Das stärkste Argument, zumindest das stärkste, das mir einfällt, ist, wie wir Scheiße in anderen Kontexten verwenden, nämlich zum Beispiel in einem Satz, ich finde das scheiße. Normalerweise wird diese Konstruktion, also ich finde das mit Adjektiven verbunden. Also ich finde das schön, ich finde das einfach, ich finde das doof, ich finde das scheiße. Und das klingt halt, als wäre das auch einfach ein Adjektiv. Hier handelt es sich aber einfach um eine weitere Gebrauchseigenschaft von Scheiße. Das ist sehr selten, aber wir sagen ja zum Beispiel auch, ich verstehe nur Bahnhof und nicht, ich verstehe nur einen Bahnhof oder ich verstehe nur den Bahnhof. Wir haben das einfach als Phrase akzeptiert und genauso ist es eben mit ich finde das scheiße. Oder mir geht es scheiße. Klar, das ist gleichgesetzt mit mir geht es gut, mir geht es schlecht, mir geht es scheiße. Es ist aber trotzdem ein Substantiv und wird auch in diesem Kontext groß geschrieben. Übersetzt heißt es, ich finde das ist scheiße und das wird eben verkürzt, weil es eben auch den Satz gibt, ich finde das gut. Und somit, ich finde das scheiße. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir das irgendwie so umgeformt haben. Aber der zweite Punkt und der ultimative Beweis, dass Scheiße tatsächlich kein Adjektiv ist einfach, dass man das nicht steigern kann. Denn alle Adjektive sind steigerbar. Gut, besser, am besten, ein unregelmäßiges, schön, schöner, am schönsten, ein regelmäßiges. Scheiße, scheißer, am scheißesten. Aber vielleicht sollten wir es einführen. Was man aber steigern kann, ist beschissen. Und beschissen, das ist absolut unumstritten und ganz sicher ein Adjektiv. Man merkt es übrigens auch daran, wenn wir versuchen, Scheiße zu steigern. Also wenn ich sagen will, das ist Scheiße, aber das ist noch schlimmer als Scheiße, dann sagen wir entweder, das ist noch beschissener oder wir sagen, das ist noch größere Scheiße oder das ist doppelte Scheiße oder irgendwie sowas. Also wir steigern Scheiße nicht wie ein Adjektiv, denn das geht nicht. Wir steigern es entweder, indem wir Adjektive hinzufügen, so wie man das eben bei Substantiven macht, die man irgendwie größer machen will, oder wir switchen, wir wechseln zu beschissen. Tada! Was heißt das im Gebrauch? Nicht viel. Denn alles, was ich hier gemacht habe, ist ja nur Dinge zu beobachten. Das heißt, wie ihr redet, wird sich jetzt nicht ändern, denn es ist ja egal im Satz, ob es jetzt ein Adjektiv oder ein Substantiv ist. Schreiben tut man Scheiße wahrscheinlich als Schimpfwort auch nicht besonders oft.
Aber wenn ihr es tut, wisst ihr jetzt, dass ihr es groß schreiben müsst. Und außerdem immer mit einem ß, außer ihr lebt in der Schweiz oder woanders, wo ihr kein ß in eurer typischen Orthographie, also in euren Buchstaben habt. Im Zweifelsfall gibt es ja auch immer noch das Verb scheißen, denn sonst gäbe es ja auch das Wort klugscheißen nicht. Und das wäre ganz schön schade für diese Serie. So, und jetzt könnt ihr zurückspulen und zählen, wie oft ich in diesem Video Scheiße gesagt habe. Oder ihr könnt mal auf Patreon vorbeischauen. Das ist das, was man hier gerade auf dem Bildschirm verlinkt sieht. Ist auch immer in der Beschreibung. Und es ist auch, wo mich diese ganzen wunderbaren Leute, die hier gerade vorbeirollen, unterstützen, indem sie Geld für jede Deutsch für euch und Klugscheißen für Katja Episode spenden. Sie sind der Grund, warum ich das hier neben meinem Studium machen kann, anstatt einem Nebenjob nachzugehen. Und dafür bin ich super, super dankbar. Und wenn ihr euch das überlegt und dafür ein paar Belohnungen haben wollt, wie zum Beispiel, dass ihr hier in der Liste steht, aber auch noch ein paar andere Dinge, dann schaut doch mal vorbei und guckt euch an, ob es was für euch ist. So, und das war's für heute. Bis dann. Tschüss.